Halbwegs Free-to-Play-freundliche AOE-Klasse oder Face-Tank-Klasse, würde ich sagen, ist Knight. Und vielleicht AM. Ringmaster und Knight vielleicht. Yeah. Alles wieder ein guter Moment, um Flive anzufangen. Diesen Donnerstag um 10 Uhr auf dem FEC-Server. 16.05.10 Uhr. Da überlegt man, ob man wieder mit Flive anfängt, wenn man das so sieht. Habe damals aufgehört, als Rebirth eine CD bekommen hat. Du meinst Prevention, oder? Aber ja. Jetzt momentan ist der perfekte Zeitpunkt dafür, Ice Tiger, weil am Donnerstag um 10 Uhr startet ein brandneuer Server. Und noch dazu ist es ein Speed-Server. FWC, Flive World Championship Server. Mit 200% XP, 200% Drop, 200% Upgrade Chance. Natürlich alles offiziell. Wenn ich einen BP auf FEC mache, level ich den von 15 auf 60 mit Moonbeam. Ja. Ja. Wenn du... Ja. Also Assist würdest du definitiv mit Moonbeam leveln. Leider. Siehst halt aus wie ein Bot. Das wird ja auch jeder sagen. Du wirst wahrscheinlich auch einige Male verarscht werden deswegen. Aber, mal. Geht dann am schnellsten. Wobei ich immer noch argumentieren würde, naja, wahrscheinlich nicht, aber... Naja, wobei, I don't know. Mich würde mal interessieren, ein Level-Wettkampf Moonbeam gegen Hot Air. Wer schneller levelt. Ich bin mir zwar relativ sicher, dass Moonbeam tatsächlich gewinnen würde, aber Hot Air Mage ist schon auch... Also wenn man tryhardet, ist es halt viel anstrengender, muss man dazu sagen, und schwieriger. Moonbeam ist halt ultra einfach und da kannst du halt legit einfach nichts falsch machen. Hot Air erfordert halt actually ein bisschen Skill. Und wie gesagt, ist einfach anstrengender. Aber rein theoretisch, wenn man bei Hot Air richtig reinschwitzt, müsste es eigentlich schneller sein. Das müsste eigentlich die schnellste Taktik sein, wie man auf Level 60 kommt, wenn man richtig reinschwitzt. Also sobald du es hinbekommst, dass die Monster mit einem Hot Air sterben, bist du halt einfach der King. Dann kannst du halt theoretisch bis zu 20 Monster zeitgleich töten und das als Magician. Was im Endeffekt sich nicht mehr großartig vom Elementor unterscheidet. Nur, dass du halt jedes Monster tatsächlich einmal einzeln anklicken musst mit dem Damage over Time Skill. Aber ansonsten ist es quasi der Billig-Elementor sozusagen. Geht schon gut ab eigentlich. Aber ja, Level Reach gibt es natürlich auch. Und bei Level Reach, also ganz ehrlich, mit 8 Char-Taktik werdet ihr nur euren Main-Character bei manchen Level Reach-Belohnungen durchbringen können. Und generell die Level Reach-Belohnungen auf dem FEC-Server, die gehen weg wie warme Semmeln. Könnt ihr euch das nicht vorstellen, wie schnell die weg sind. Also da müsst ihr schon richtig Early Bird sein, um da wirklich was zu kriegen. Early Bird und jeden Tag richtig heftig reinsuchten, sonst könnt ihr es vergessen. Die sind sehr schnell weg. Leider. Haben wir beim letzten Mal auch ein bisschen kritisiert, weil der FEC-Server ist ja ein weltweiter globaler Server im Endeffekt für die ganze Community der ganzen Welt. Also ist ja international sozusagen. Und da macht es halt irgendwie wenig Sinn. Also ich hoffe, diesmal ist es anders, weiß man ja noch nicht. Aber hier zum Beispiel, achso, man sieht es ja nicht mehr. Aber ich glaube, die Level 20er Belohnung, die gibt es, glaube ich, 3000 Mal oder so. Oder 2000, ich glaube sogar nur 2000 Mal. Und das hört sich jetzt erstmal nicht wenig an. Aber man weiß ja eigentlich, jeder Spieler spielt mindestens 2 Chars. Und wenn man das schon weiß, ja, dass sowieso jeder Minimum 2 Chars hat. Ich meine, es gibt literally eigentlich niemanden, der dieses Spiel spielt mit weniger als 2 Chars. Das gibt es einfach nicht und die meisten benutzen mehr als 2. Dann macht es halt irgendwie keinen Sinn, dass du das weißt und die Tatsache, dass der Server für die ganze Welt ist und die gleichen Level-Reach-Belohnungen machst, wie zum Beispiel nur der Server Borodeng. Ich meine, wo macht das Sinn? Du machst die gleiche Anzahl an Belohnungen für den deutschen Server wie für die ganze Welt, sozusagen. Also, dass die Belohnungen oder die Anzahl der Level-Reach-Belohnungen nicht mal verdoppelt wurde letztes Mal, das war schon ein kleiner Skandal, kann man sagen.
Weiß man jetzt natürlich nicht, ob es diesmal nicht anders ist, also weiß man noch gar nicht. Ich hoffe, dass es mindestens doppelt so viele sind. Bei doppelt so viel könnte man sagen, okay, das ist dann schon wesentlich besser. Weil dann haben auch Leute, die nicht ganz so krass suchten, eine Chance, zumindest ein paar Level-Reach-Belohnungen zu bekommen. Aber wenn es die gleichen sind wie letztes Mal, also die sind so schnell weg. Ich glaube, die Level 20er-Belohnung war am ersten Tag schon weg. Gut, ich meine, Level 20 ist jetzt natürlich auch nicht besonders schwierig. Selbst mit der 8-Chart-Taktik kann man Level 20 am ersten Tag easy hitten, aber ja. Also es ist schwierig. Und da werden halt natürlich die Obersuchtis nochmal zusätzlich belohnt, weil wer richtig krass reinsuchtet oder halt entsprechend paid für Amplis und einfach Levelgeschwindigkeit, Power-Ups, der wird dann natürlich alle Belohnungen mitnehmen können, wahrscheinlich sogar mit 2 Chars. Und alle anderen haben da halt dann eher Probleme mitzuhalten. Wie ist das eigentlich mit dem FEC? Mehr XP? Ja, Doppel-XP permanent. Doppel-XP permanent und es gibt im Cash-Up noch so Items, wo du zusätzlich nochmal 50 bis 100% bekommst. Also du hast auf dem Server, ausgehend vom normalen Server, immer doppelte bis dreifache XP. Also Doppel-XP ist quasi das Base. Und du kannst einen Trank kaufen für Penya, oder konnte man letztes Jahr kaufen. Der hat nochmal 50% mehr gegeben, konnte man zusätzlich zu einer Ampli benutzen. Also mit der Ampli wären es dann auch 300% bei Free-to-Play. Und Pay-to-Play für F-Coin kann halt noch einen Trank kaufen, der 100% gibt. Plus Ampli, die haben dann halt 350% bei einer Ampli und im Trank. Also das auf dem FEC ist aber eigentlich permanent 2,5-fache XP und Drop. Also nicht nur doppelt, sondern eigentlich sogar 2,5-fach. Wegen diesem Trank, den man sich basically 24/7 reinschütten kann. Nur am ersten Tag, nur die ersten 2 Tage hat man vielleicht noch ein kleines bisschen Penya-Struggle, weil der Trank halt letztes Mal, glaube ich, knapp 300.000, ich glaube, er hat 82.000 Penya pro Stunde gekostet. Was die ersten 30 Level schon ziemlich viel ist. Aber spätestens nach Level 60 hast du den 24/7 auf allen Chars aktiv. 30 plus? Oha. Erstmal den ganzen Chat gefrontet. Habt ihr das gehört, Chat? Ihr seid alt. Sein Menschen sagt, ihr gehört alle ins Altersheim. Sein Menschen sagt, ihr solltet alle aufhören zu arbeiten und euch endlich in ein Pflegeheim begeben. Ihr geht der Gesellschaft nur noch auf den Sack, ihr alten Säcke. So, jetzt ist es raus. Sein Menschens Worte, by the way, nicht meine. Letztens auf Twitter eine verstörende Auflistung gesehen. Da hat ein E-Girl ihre Dienste angeboten. Ihre E-Girl-Dienste. Und der höchste Betrag waren 299 € für 12 Stunden lang am Telefon schlafen. Also ich glaube, damit war literally schlafen gemeint. Also du rufst an und dann legst du dich 12 Stunden lang ins Bett und zahlst dafür 300 € in deinem eigenen Zuhause. Ohne eine andere Person, die bei dir ist. Nur am Telefon. Wenn ich jetzt beim FEC-Server starte, für was soll ich am Ende des Tages mein Geld ausgeben? Einfach irgendwelches Call of X Product? Einfach für irgendwelche Premium-Items. Am besten halt zu einem guten Kurs. Ist eigentlich vollkommen egal, du kannst alles kaufen. Also solltest halt keinen absoluten Müll kaufen. Also Albert-Trans wäre Müll zum Beispiel. Aber grundsätzlich ist es egal. Das können Power-Ups sein, das können Amplis sein, das können Products sein, Party-Scrolls. Spielt eigentlich keine Rolle. Hauptsache, es ist etwas, was du jederzeit auch wieder gut verkaufen kannst. Und halt aus dem Premium-Store, damit es seine Value nicht verliert. Also zum Beispiel am Tag 1, wenn du 1000 F-Coin kaufst, das sind ja an Tag 50 immer noch 1000 F-Coin. Also wenn du Items im Wert von 1000 F-Coin an Tag 1 kaufst, dann sind nach 50 Tagen immer noch 1000 F-Coin. Vollkommen egal, was bis dahin der Kurs ist oder die Wirtschaft oder whatever. 1000 F-Coin bleiben immer 1000 F-Coin. Wohingegen, wenn du jetzt am Anfang gamblest und du investierst in, keine Ahnung, dummes Beispiel, aber theoretisch könnte das ja jemand aus irgendeinem Grund machen. Du investierst in Power Dice. Wie gesagt, es ist ein dummes Beispiel, aber es war jetzt einfach nur irgendein Beispiel.
Oder du investierst in Guardian-Waffen. Oder in, keine Ahnung. Die Wahrscheinlichkeit, dass du damit auf die Fresse fliegst, weil du einfach du kannst einfach unmöglich wissen, ob sich das, also ob das, es kann sich lohnen. Es kann sein, dass du damit viel mehr Geld verdienst. Oder, also, beziehungsweise beim anderen verdienst du eigentlich kein Geld. Beim anderen sorgst du einfach nur dafür, dass dein Geld keinen Wert verliert. Aber du könntest natürlich auch gamblen auf Sachen, wo du spekulierst, dass sie teurer werden. Und du danach halt 40 Tagen mehr Geld hast als davor. Aber das ist halt reine Spekulation. Theoretisch. Also. Es war tatsächlich ein Triple Drop. Alter, 3-mal Mightier +1? Alter, das ist halt actually Jackpot. Alter, 3-mal Mightier +1 ist das Beste, was man droppen kann eigentlich. Nice. Okay, cool. Strente und Dexion 2. Scheint zumindest ein guter Drop zu sein. Außer die beiden enttäuschen jetzt. Triple Drop? Okay. Oh, Blade, bitte lass uns mal nicht down, Blade. In letzter Zeit war der Blade ganz gut. Ein Doppelter. Nur +1, aber tatsächlich der drittbeste Drop, den man haben kann. Einfach nur im Kopf behalten. Heißt ja aber auch zeitgleich nicht, dass wenn man das nicht miterlebt, dass es dann alles sinnlos ist und nichts bringt und so. Aber das ist ja das, was die Leute immer wissen wollen. Ja? Wie viel muss ich spielen, damit ich einer der besten Spieler bin? Oder wie viel muss ich spielen, damit ich, keine Ahnung, am Anfang halt viel Value rausziehen kann oder whatever. Das sind genau die Fragen, die man immer gestellt bekommt. Und die traurige ehrliche Antwort ist halt einfach, dass man da halt schon sehr viel spielen muss. Vor allem, wenn du Free-to-Play, also du musst im Endeffekt rechnen, wenn du Free-to-Play bist, musst du doppelt so viel spielen wie jemand, der casht. Das heißt, wenn der jetzt ein Casher sagt, keine Ahnung, was er dir erzählt, vollkommen Wurst, dann musst du einfach das, dann fragst du ihn, okay, und wie lange hast du dafür gezockt? Dann sagt er 6 Stunden, 8 Stunden, Tag 1. Dann weißt du, okay, du bist Free-to-Play, dann müsstest du 16 Stunden spielen. So kannst du es dir ungefähr vorstellen. Damit du genau das gleiche machen kannst wie der. Und Tatsache ist halt auch, und das Verheimlichen, oder was heißt Verheimlichen, aber das hängt man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt an die große Glocke. Tatsache ist einfach, dass halt doch die allermeisten Leute actually Geld ausgeben. Für das Spiel. Für den Serverstart. Hängt jetzt nicht unbedingt jeder an die große Glocke, aber ich sage mal so, keiner reißt hier die, keine Ahnung was, Level 100 am 3. Tag, Clockworks am 2. Tag, 50 G-Waffen am 1. Tag. Das reißt keiner, indem er Free-to-Play spielt. Wäre halt auch einfach gelogen, wenn das jemand erzählt. Also als Free-to-Play musst du schon davon ausgehen, dass das halt nicht so einfach ist. Das für sich entscheiden. Aber ich finde es halt dann auch unrealistisch, wenn man jetzt irgendwie anfängt, Leuten zu so sagen, ja, du kannst oben mitspielen, wenn du täglich 3 Stunden spielst. Es ist halt einfach nicht so. Es ist einfach nicht so. Und jeder, der was anderes sagt, ist einfach wirklich ein scheiß Lügner. Das kann man nicht anders sagen. Also das heißt nicht, dass es nichts bringt, wenn du 3 Stunden am Tag spielst. Das heißt lediglich halt, du spielst nicht oben mit. Ist einfach so. Weil die Leute, die wirklich oben spielen, die Leute, die die Wirtschaft bestimmen und sonst was machen, die spielen so viel. Oder cashen so viel. Die meisten machen beides. Die meisten spielen so viel und cashen so viel. Die erste Zeit. Jetzt nicht jeden Tag, jetzt nicht monatelang. Immer. Aber die erste Zeit auf jeden Fall. Ersten Tage. Deswegen predigt man ja beim Serverstart immer, die ersten Tage so viel spielen, wie nur irgendwie geht. Weil genau da hast du halt wirklich noch diesen Serverstart-Buff, wo gefühlt jeder Haufen Code, den die Monster fallen lassen, einfach noch was wert ist. Oder was wert sein kann. Und deswegen sollte man halt vor allem, wenn man weiß, dass man langfristig eher nicht so viel Zeit hat, genau diese Periode halt probieren auszunutzen, um dann halt spätere fehlende Zeit auszugleichen. Und das schaffst du halt einfach nicht, wie gesagt, mit halt 3 Stunden oder so.
Also ich weiß nicht, was für Meilensteine man sich setzen könnte. Aber ich sag mal so, Tag 1, Level 60. Wie gesagt, für Leute, die anpeilen, oben mitzuspielen, wäre absolutes Minimum. Nicht nur Level 60, ich würde auch sagen, höher als 60 und schon die ersten Guardian Giants farmen. Oder halt, wer keinen Bock auf Guardian hat, oder wer keinen Bock auf Giants hat, einfach weiter leveln. Tag 2 wäre wahrscheinlich Level 80 plus und halt Historic farmen. Tag 3 wäre wahrscheinlich 90 plus und Angels farmen. Tag 4 100 plus AG farmen. In solchen mehr als für Free-to-Play-Leute unrealistischen Sprüngen müsste man eigentlich rechnen. Und ich meine, spätestens da sollte den meisten Leuten bewusst werden, das schafft man nicht mit 3 Stunden am Tag. Vollkommen unmöglich, selbst wenn du cashst. Unmöglich. Das geht nicht. Ich würde sagen, das ist einfach nur Common Sense, ehrlich gesagt. Wie gesagt, die Leute wollen immer alles machen und so, aber wenn du ihnen dann sagst, naja, aber da musst du halt auch schon entweder halt Geld investieren oder halt so und so viel spielen, und dann fällt ihnen immer alles aus dem Gesicht, so ungefähr so, ja wie, ich muss dafür 12 Stunden spielen. Eigentlich sollten das Sachen sein, also zumindest für Live-Spieler natürlich, sollten das eigentlich Sachen sein, die selbstverständlich sind. Ich meine, realistisch, was kannst du in einer Stunde in dem Spiel schaffen? Selbst 3 Stunden beim neuen Charakter. Ich meine, du musst erstmal Flares durchmachen, die Job-Change, selbst Second Job-Change. So viele Sachen, wo du einfach so viel Zeit verlierst. Das musst du alles mit einberechnen. Da sind so 3 Stunden, die sind so schnell rum, das glaubt man gar nicht. Du fängst an zu zocken und die 3 Stunden, die sind so schnell vorbei. Glaubst du gar nicht. Und dann hast du das Gefühl, du hast gar nichts gemacht in den 3 Stunden gefühlt. Vor allem, wie gesagt, wenn du so Ziele hast wie Level 60, Giants hunten, Clockwalks und sowas. Da ist 3 Stunden gar nichts. Ich drop wieder zu viel Müll, habe ich das Gefühl.